Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix. Und ich bin Lisa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein wirklich spannendes Thema. Jean-Jacques Rousseau und seinen Gesellschaftsvertrag. Ein Werk, das bis heute nachwirkt. Was denkst du, Lisa, warum ist Rousseau auch heute noch so relevant? Rousseaus Ideen zur Freiheit, Gleichheit und zum Zusammenleben in einer Gesellschaft sind zeitlos, Felix. Er hat sich mit Fragen beschäftigt, die uns auch heute noch umtreiben. Zum Beispiel, wie kann man frei sein, wenn man sich gleichzeitig an Regeln halten muss? Genau das ist der Punkt. Rousseau spricht von der Spannung zwischen individueller Freiheit und der Autorität des Staates. Ein ewiger Konflikt, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns kurz über den Begriff Gesellschaftsvertrag sprechen. Felix, was verstehst du darunter? Gute Idee. Also, ich stelle mir das so vor. Die Menschen schließen einen Vertrag miteinander, um in einer Gesellschaft leben zu können. Sie geben einen Teil ihrer Freiheiten auf, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Das hast du gut zusammengefasst, Felix. Zusammenfassen bedeutet übrigens, etwas in kürzerer Form wiederzugeben. Also, im Gesellschaftsvertrag geht es darum, dass die Menschen freiwillig einen Teil ihrer Rechte abgeben, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Freiwillig? Das ist ein interessanter Aspekt. Das heißt, die Menschen entscheiden sich bewusst dafür, in einer Gesellschaft zu leben und sich an deren Regeln zu halten. Genau. Rousseau glaubt, dass der Mensch im Naturzustand, also ohne Staat und Gesetze, zwar frei, aber auch unsicher und ungeschützt ist. Der Naturzustand, das ist ein wichtiger Begriff bei Rousseau. Er beschreibt den Zustand der Menschen, bevor es eine Gesellschaft gab. Also, ein Leben ohne Regeln und Gesetze klingt für mich erstmal ziemlich chaotisch. Was meinst du, Lisa? Das kann es durchaus sein, Felix. Im Naturzustand, so Rousseau, herrscht das Recht des Stärkeren. Das Recht des Stärkeren bedeutet, dass derjenige, der die meiste Kraft hat, bestimmt, was richtig und falsch ist. Das ist natürlich nicht gerecht. Absolut nicht. Und hier kommt der Gesellschaftsvertrag ins Spiel. Die Menschen erkennen, dass es besser ist, in einer Gesellschaft mit Regeln zu leben, als im chaotischen Naturzustand. Richtig. Und diese Regeln werden durch den allgemeinen Willen bestimmt. Ein weiterer zentraler Begriff bei Rousseau. Allgemeiner Wille? Das klingt kompliziert. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, Lisa? Natürlich, Felix. Der allgemeine Wille ist nicht einfach die Summe aller Einzelinteressen. Es geht vielmehr um das Gemeinwohl, also das, was für die gesamte Gesellschaft am besten ist. Das Gemeinwohl, das ist ein wichtiges Konzept in der politischen Philosophie. Es bezeichnet das Wohl aller Mitglieder einer Gemeinschaft. Okay, das verstehe ich. Aber wie findet man heraus, was das Gemeinwohl ist? Das ist doch sicher oft umstritten. Stimmt, das ist nicht immer einfach. Rousseau glaubt, dass der allgemeine Wille durch direkte Demokratie ermittelt werden kann, in der alle Bürger aktiv an politischen Entscheidungen teilnehmen. Direkte Demokratie. Das ist ein politisches System, in dem das Volk direkt über Gesetze und andere politische Fragen abstimmt, im Gegensatz zu einer repräsentativen Demokratie, wo gewählte Vertreter die Entscheidungen treffen. Also keine Politiker, die für uns entscheiden, sondern alle Bürger stimmen direkt ab? Das klingt nach einer sehr aktiven Bürgerbeteiligung. Ja, genau. Rousseau war ein großer Befürworter der direkten Demokratie. Er glaubte, dass nur so der allgemeine Wille wirklich deutlich werden kann, zum Ausdruck kommen. Das bedeutet, dass etwas deutlich wird oder sich zeigt. Aber ist das in der Praxis überhaupt umsetzbar? In großen Gesellschaften mit Millionen von Menschen? Das ist eine berechtigte Frage, Felix. Eine berechtigte Frage. Das ist eine Frage, die sinnvoll und angebracht ist. In der Tat ist die direkte Demokratie in großen Staaten schwierig zu realisieren. Rousseau selbst war sich dessen bewusst und bevorzugte kleinere politische Einheiten. Okay, zurück zu unserem Hauptthema. Freiheit versus Autorität. Wie löst Rousseau dieses Dilemma in seinem Gesellschaftsvertrag? Rousseau argumentiert, dass wir durch den Gesellschaftsvertrag zwar einen Teil unserer natürlichen Freiheit aufgeben, dafür aber bürgerliche Freiheit erlangen. Bürgerliche Freiheit. Das ist die Freiheit, die wir als Mitglieder einer Gesellschaft haben, geschützt durch Gesetze und Einrichtungen, die Aufgaben des Staates erfüllen.
Das heißt, wir tauschen unsere unbegrenzte, aber unsichere Freiheit im Naturzustand gegen eine begrenzte, aber sichere Freiheit in der Gesellschaft? So könnte man es sagen, Felix. Wir gewinnen Rechtssicherheit und Schutz, müssen uns aber gleichzeitig an die Gesetze halten, die durch den allgemeinen Willen entstanden sind. Klingt nach einem fairen Tausch. Aber was passiert, wenn jemand sich nicht an die Regeln hält? Dann, so Rousseau, muss derjenige dazu gezwungen werden, frei zu sein. Ein paradoxer Gedanke, oder? Paradox bedeutet widersprüchlich oder scheinbar unsinnig. Gezwungen werden, frei zu sein. Das klingt in der Tat widersprüchlich. Wie kann man jemanden zwingen, frei zu sein? Rousseau meint damit, dass diejenigen, die sich dem allgemeinen Willen widersetzen, dazu gebracht werden müssen, die Gesetze zu befolgen, zu ihrem eigenen Besten und zum Besten der Gesellschaft. Das wirft natürlich die Frage auf, wer bestimmt, was das Beste für den Einzelnen und die Gesellschaft ist? Da ist doch Missbrauch vorprogrammiert, oder? Das ist ein wichtiger Kritikpunkt an Rousseaus Theorie. Ein Kritikpunkt, das ist ein Aspekt, der bemängelt oder in Frage gestellt wird. Die Gefahr, dass eine Mehrheit ihre Interessen als den allgemeinen Willen ausgibt und Minderheiten unterdrückt, ist durchaus vorhanden. Also, der Gesellschaftsvertrag ist eine Art Balanceakt zwischen Freiheit und Autorität. Wir geben einen Teil unserer Freiheit auf, um in einer sicheren und geordneten Gesellschaft zu leben, müssen aber gleichzeitig aufpassen, dass die Autorität des Staates nicht zu groß wird. Genauso ist es, Felix. Ein Balanceakt. Das ist eine schwierige Situation, in der man verschiedene, oft gegensätzliche Dinge miteinander vereinbaren muss. Rousseau hat mit seinem Gesellschaftsvertrag auf jeden Fall eine bis heute andauernde Debatte angestoßen. Absolut, Felix. Seine Ideen haben die Französische Revolution beeinflusst und sind auch heute noch wichtig für unsere Demokratien. Vielen Dank, Lisa, für diese aufschlussreiche Erklärung. Ich denke, unsere Zuhörer haben jetzt ein besseres Verständnis von Rousseaus Gesellschaftsvertrag und dem Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Autorität. Sehr gerne, Felix. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und ihr konntet nebenbei auch euer Deutsch verbessern. Denkt daran, viele neue Wörter zu lernen ist der Schlüssel, um eine Sprache zu meistern. Definitiv. In der nächsten Episode erwartet euch wieder ein spannendes Thema. Ihr könnt wieder viele interessante und unterschiedliche Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern. Seid also unbedingt wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.